Die Festspielrede wird dieses Jahr Alexandra Mitsutaki halten. Sie ist die Präsidentin des World Human Forum, das ich gemeinsam mit ihr vor 6 Jahren gründen durfte. Das World Human Forum, darüber wird sie selber sprechen, ist eine besondere Initiative, die auch sehr stark die Schlossfestspiele beeinflusst haben. Ich darf herzlich begrüßen, voller Freude, liebe Alexandra Mitsutaki für die Festspielrede. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Festspielgäste, zunächst möchte ich mich in den Ludwigsburger Schlossfestspielen dafür bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, heute hier zu sprechen. Es ist mir eine große Freude, wieder in Ludwigsburg zu sein, aber auch eine Ehre, zumal ich weiß, dass im letzten Jahr Bundespräsident Professor Dr. Horst Köhler hier an meiner Stelle stand. Jochen Sandig und ich haben uns vor 7 Jahren ganz zufälligerweise auf einem Flug von Athen nach Paris kennengelernt. Es war kurz nach den schrecklichen Terroranschlägen in Paris, bei denen über 130 Menschen das Leben verloren haben. Und Sie erinnern sich vielleicht, das war in einem Theater, Le Bataclan. Er arbeitete damals an dem Projekt Schumann Requiem von Johannes Brahms, das letztes Jahr hier in den Festspielen aufgeführt wurde. Und ich arbeitete von Griechenland, meinem Heimatland aus, genauer gesagt vom Zentrum der Antike aus Delphi an der Gründung des World Human Forum. Es war das Wort human, menschlich, das uns damals zusammenbrachte. Unsere Hintergründe könnten unterschiedlicher nicht sein. Ich komme nicht aus der Welt der Kunst oder der Musik, sondern aus einer Politikerfamilie. Politik, Wirtschaft und Entwicklung sind das, was ich in Paris nach meinem deutschen Abitur studiert habe. Meine Schwester, mein Neffe, mein Bruder, mein Vater sind alle in der Politik engagiert. Mein Bruder ist heutzutage Ministerpräsident Griechenlands und mein Vater war es vor 30 Jahren. Sie können mir also glauben, dass ich das politische Geschehen wirklich von innen gut kenne. Daher weiß ich, dass Politik wichtig ist und notwendig, aber dass sie auch Grenzen hat, deren wir oft nicht bewusst sind. Zum einen spaltet und polarisiert Politik zu oft. Zum anderen liegt der Schwerpunkt politischen Handelns zumeist auf nationaler oder lokaler Ebene, anstatt das große Ganze im Blick zu haben, um uns zu zeigen, dass wir auf diesen einen einzigen Planeten angewiesen sind, auf dem Leben überhaupt möglich ist. Vor mir sehen Sie das Bild der Erde, Earthrise. Das haben die Astronauten von Apollo 8 gesehen. Und da wurde ihnen bewusst, dass das ein ganz kleiner Punkt des Lebens ist und wirklich unser einziges Heimatland. Es ist auch wahr, dass Politik sich selten an kleine Nachbargemeinden kümmert oder gar in uns selbst hineinschaut. Doch genau das wäre wichtig, denn wir werden die Welt nicht verändern, wenn wir uns nicht selbst verändern. Wie Mahatma Gandhi so schön sagte, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und schließlich, und ich glaube, das ist auch wichtig, Politik wird oft, wir glauben oft, dass Politik alle unsere Probleme lösen kann, nur weil wir jemandem unsere Stimme und unser Vertrauen geben. Insofern kann uns Politik auch entmachten und das ist nicht, was passieren soll. Ich persönlich wusste schon früh, dass ich einen anderen Weg gehen wollte
um meinen persönlichen Beitrag zu leisten. So wandte ich mich an die Zivilgesellschaft zu und gründete in meinem Land 1998 Action Aid Hellas. Action Aid Hellas wurde sehr schnell die größte Entwicklungshilfeorganisation in Griechenland, die im globalen Süden Armut und Ungleichheit bekämpfte. Ich bin viel gereist, habe arme Gemeinden in Afrika und Asien besucht und dadurch auch viel gelernt, glaube ich. Eigentlich mehr, als was ich auf der Universität gelernt habe. Das Allerwichtigste, was mir dabei bewusst wurde, ist, dass die armen Menschen das Steuer selber in die Hand nehmen müssen, um ihre Armut wirksam zu bekämpfen. Frauen und Männer, Kinder sogar, einfache Bauern, Lehrer, öfters Analphabeten, die in Dörfern und Slums leben, wissen oft viel besser als wir, was nötig ist, um ihr Leben zu verändern. Ich erinnere mich noch sehr gut an sie, in Uganda, in Äthiopien, in Indien. Ich erinnere mich an ihre Gesichter, an ihr Lächeln, auch an ihre Hoffnungen und ihre Erfolge. Doch 2008, die Krise trifft jetzt mein eigenes Heimatland. Und ich muss persönlich weitergehen. Ich muss einen Weg finden, um auch in Griechenland beizutragen. Insbesondere ein System im globalen Süden hatte mich beeindruckt, welches es in Griechenland bis dahin noch überhaupt nicht gab. Kleinkredite, also das Prinzip des Microfinance. Auch hier machte ich wieder dieselbe Erfahrung. Große Banken waren nicht in der Lage, die kleinen Projekte einfacher Menschen zu verstehen und zu bewähren. Sie konnten nur auf Businesspläne schauen und nicht auf Frauen und Männer, die hinter den Projekten standen. Sie verstanden nichts von ihrem Enthusiasmus, ihrer Energie, ihren Wunsch, ihren Traum zu verwirklichen und sich ihre Existenz sichern durch eigene Formen der Arbeit. So gründete ich Action Finance Initiative. Hier danach wurde mir immer mehr klar, dass die Erfahrungen, die ich im globalen Süden gesammelt hatte, überall auf der Welt gelten, im Süden wie auch im Norden. Es geht nämlich darum, an Menschen zu glauben und ihnen zu vertrauen, damit sie zu starken, mündigen und verantwortungsvollen Bürgerinnen und Bürgern werden. Im Englischen spricht man von Empowerment. Das Wort hatte ich in der Universität nie gelernt. Ich glaube, das wird erst in den letzten 20 Jahren so viel benutzt. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich wieder einen Schritt weitergehen musste. Wenn Politik allein nicht ausreicht und auch die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen, um Armut und Ungleichheit zu bekämpfen, wozu bedarf es dann? Was ist denn das wirkliche größte Problem für unsere Zeit? Geht es um diese riesige, bedrohliche, ökologische Krise, die so eng eigentlich mit Armut und Ungleichheit verbunden ist? Oder geht es vielleicht um die tiefe Krise, die unsere liberalen Demokratien gerade erschüttert? Oder geht es, wie mir so viele Leute immer wieder wiederholten, im Endeffekt um Bildung? Und was ist mit der inneren Transformation, die, wie ich so oft beobachten konnte, das Leben von Menschen grundlegend verändern kann? Und wie verhält es sich mit der technologischen Entwicklung? Wird sie dazu beitragen, unsere Probleme zu lösen, oder stellt sie die nächste große Herausforderung her? Mir wurde klar, dass es um alles das zusammenging. Diese Krisen sind miteinander verknüpft und so müssen auch die Lösungen verknüpft sein. Es handelt sich um eine Krise unserer Zivilisation im Endeffekt. Es handelt sich vielleicht um die Krise unserer Werte.
Die Vorbereitung zur Gründung des World Human Forum machte das immer deutlicher. In diesem Zusammenhang lernten Jochen Sandig und ich uns kennen. Und er schloss sich sofort unseren Bemühungen an, das World Human Forum mitzugestalten, indem er das noch fehlende und alles entscheidende Element der Künste in unsere Gedankengänge und Aktivitäten einbrachte. Denn die Kunst, wie es die Testimonials der diesjährigen Künstler im Festspielprogramm bestätigen, spricht zu unseren Herzen, weckt unsere Emotionen, verbindet uns mit anderen Menschen, wie auch mit der Welt um uns herum. Unsere Zusammenarbeit mit Jochen hat uns dazu gebracht, die Künste als einen wesentlichen Bestandteil des World Human Forums zu denken. Umgekehrt hat dies auch dazu beigetragen, dass Jochen Sandig und sein Team die Ludwigsburger Schlossfestspiele also in ein erstaunliches, einzigartiges Fest der Künste, Demokratie und Nachhaltigkeit verwandelten und damit ein Modell geschaffen haben. Davon bin ich überzeugt, das weltweit Nachahmer finden wird. In einer Stadt wie Ludwigsburg, in der die Bürgerinnen und Bürger schon immer im Mittelpunkt standen und in der Charles de Gaulle seine berühmte Rede von der deutschen Jugend gehalten hat, wird eine neue Art des politischen Handelns erprobt. In diesem Jahr wird die 17 Ziele-Kamm der Vereinten Nationen einmal mehr die Bedeutung der Bürgerbeteiligung und die Relevanz des Vertrauens an Bottom-up-Ansätze beweisen. Jochen Sandig mit seinem Team haben die Ludwigsburger Schlossfestspiele in Bewegung gesetzt und transformiert. Damit haben sie dazu beigetragen, Künstlerinnen und Künstler und die Festspielgäste, uns alle eigentlich, zu verändern und in Bewegung zu setzen. Und das ist der einzige Weg, um unsere Welt zu verändern. Und jetzt muss ich wieder an Nelson Mandela denken. It always seems impossible until it's done. Es scheint immer unmöglich, bis man es geschafft hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin sicher, dass Sie ein besonders inspirierendes, aber auch tief menschliches Konzert hören werden. Vielen Dank.